Ja, hallo liebe Leute, nochmal ein Video zu dem Querruder, was ich hier noch erstmal drucken muss und auch überhaupt einbauen muss. Die Tragfläche ist ja genauso gedruckt, wie wir sie hier sehen. Das heißt, das ist ja einfach gerade abgeschnitten und da sind überall hier die Löcher drin. Das ist aber nicht so dolle. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich hier so kleine Teile drucke, die ich dann hier reinsetzen und reinkleben kann und die dann zum Teil auch Schlitze haben, dass ich Scharniere reinmachen kann. Und beim Querruder soll das genauso werden. Das Querruder, das muss auch noch rechts und links ein bisschen abgetrennt werden. Ich will das nicht abschleifen, das heißt, das muss ein bisschen kleiner werden, damit das da überhaupt reinpasst. Und beim Querruder möchte ich dann das nicht so machen, dass es hier, wie es war ja erst geplant, hier mit oben einem Scharnierband einfach oben drauf. Das macht keinen Sinn, weil das hier, wenn man das hier sieht, hier so hoch läuft. Das heißt, da wird das Querruder dann rund ausgeführt und hängt dann hier so dran und mit Scharnieren oder mit Scharnierband mittig hier angebracht. Okay, machen wir weiter. Erstmal diese Teile hier konstruieren, habe ich mir folgendermaßen vorgestellt. Ich konstruiere die, ich glaube, das ist diese Ansicht hier. Ich konstruiere diese Teile einfach hier. Mal gucken, müssen wir da auch einen machen. Aber damit ich fange mal erstmal mit den ab hier an. Das heißt, da haben wir die Ansicht und ich erzeuge jetzt mehrere neue Bodies in der Part Design Workbench und die lasse ich dann durch die Haut jeweils schneiden. Und wenn das klappt mit dem Schneiden, dann habe ich dann hinterher wirklich diese Teile so, dass ich sie da reinsetzen kann und drucken kann. Okay, fangen wir an. Ich erzeuge erstmal den ersten Body. Das heißt, das sind die beiden Sachen, die ich mir reinkopiert habe. Die Haut ist teilweise durchsichtig, die Rippen nicht. Ja, so ist das in Ordnung. Dann machen wir einen neuen Körper. Und dann, das war falsch, der soll nicht auf der Haut basieren. Das kann jetzt erstmal ein bisschen dauern. Vielleicht schneide ich das auch raus. Okay, das war halt ein Fehler. Da machen wir einmal STRG Z. Weg damit. Alles deselektieren, dann einen neuen Körper machen. So, jetzt haben wir es. Dem gebe ich einen Namen. Und zwar, das nennen wir einfach mal QR. Eigentlich sind das QR-Klebeadapter. Oh, ne, ist falsch. QR-Tagfläche. P1 nennen wir das einfach. Und das soll jetzt hier so rein konstruiert werden. Also machen wir eine neue Zeichnung. Okay, das kann geschlossen werden. Und die wird auf der XZ-Ebene. Da haben wir es. Und dann zeichnen wir hier einfach ein Polygon rein. Nee, so dick will ich die gar nicht machen. Dann schmeißen wir mal raus. So. Ja, das war falsch. Z. Ich will nur dich bewegen. So. Und dann machen wir hier unten weiter. Der und der. So, der hier wird waagerecht. Senkrecht. Also vertikal. So, diese Winkel hier, die sind immer 45 Grad. Das Maß da machen wir mal 4 mm.
Jetzt machen wir noch das Maß hier. Das muss ja eigentlich auch relativ fix sein. Hierzu. Was haben wir da für ein Maß? Gucken wir mal, 105. (104,36). Nehmen wir das ruhig. (104,5). Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Okay, das nehmen wir. So, die sollen ja nicht genau bis da dran gehen. Wobei könnte man noch ein bisschen größer machen. Das heißt, ich kann jetzt hier das ranziehen. So, das auch so ranziehen. Aber genügend Abstand, dass man noch ein bisschen Spiel hat. Okay, das wäre der erste Klebeadapter. Und können wir schließen. Ich mache aber jetzt erst noch eine zweite Zeichnung auf die XZ-Ebene. Das hängt jetzt hier auch so genau mittig drin. An sich nicht so dolle. Wir machen erstmal noch eine Datum Plane. Und zwar, die lassen wir auch auf der XZ-Ebene basieren. Datum Plane. Und die setzen wir jetzt nach unten. Das heißt, wir gehen hier in Z-Direction. Das geht nach oben, das geht nach unten. Minus 50. So. Okay, auf die Datum Plane. Da, die können wir unsichtbar machen. Da erzeugen wir auch gerade eine Zeichnung. Und zwar, das ist der Boden hier, weil ich kann so auf die Art alle Teile wieder zusammen erzeugen. Das heißt, das gibt ein Pad. Kann ruhig in die Richtung gehen, ja. Okay, und auf da wird dieser Sketch hier jetzt gelegt. Das heißt, das machen wir hier mit dieser Funktion. Sketch Nummer 31 ist das, ne? Ne, Sketch 30. Und okay, Flatface. Und dann liegt der hier drauf. Dann können wir uns die Zeichnung wieder aufmachen. Und haben das dann hier drin liegen. So, machen wir das hier wieder an. Ja, da müssen wir jetzt wirklich hier mit Vorlieb nehmen. Das heißt, ich mache die Haut hier mal gerade ein bisschen unsichtbarer. Und schließen das Ganze. Wieder ein bisschen warten. So, jetzt kann man das ein bisschen besser erkennen. Und nochmal zur Info, wenn euch solche Videos hier interessieren, dann lasst auch gern ein Abonnement da
einen Klick auf die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos informiert. Und ein Klick auf den Daumen nach oben, das führt dazu, dass ihr solche Videos halt häufiger angeboten bekommt. Okay, und damit weiter mit der Konstruktion hier. Also wir sind hier, das Teil haben wir da konstruiert. Und dann machen wir das hier genauso ein Teil rein. Also, so, so, so und so. Dann können wir die beiden, die sind vertikal zueinander, und da haben wir wieder den Winkel 45 und da auch 45, und die beiden, die sind bitte auch vertikal zueinander. Damit haben wir die Maße gleich, und dann können wir die jetzt einfach hier so ranziehen, wie es da oben auch ist. So und so. Nächster. Ich mache jetzt erstmal diese, die hier mache ich später. Da kann ich einfach Rechtecke reinzeichnen. Das können wir jetzt auch direkt kurz machen. Wir zeichnen hier ein Rechteck rein. Das wird vertikal zu dem, vertikal zu dem, und dann ziehen wir das so. Und schon haben wir das Teil fertig. So, dann machen wir hier genauso ein Rechteck. Vertikal. Na komm. Wollte nicht selektieren. Ein bisschen reinzoomen. Das liegt an dieser transparenten Darstellung. Ziehen wir das so. Und dann können wir hier den runterfahren. So, dann haben wir den auch. Jetzt kommt der hier rein. Also wiederum so, so, so und so. Vertikal, vertikal. Winkel 45, Winkel 45, hoch, Winkel 45 und hier ranziehen. Ja. Okay, da wieder ein Rechteck. Vertikal, vertikal. So, ja. Da muss man später beim Drucken wirklich die markieren, damit man die richtigen Teile hinterher hat. Dass man die halt nicht zusammendruckt, sondern vielleicht nacheinander und dann entsprechend beschriftet. Oder man macht vielleicht sogar Zeichen rein, die man mitdruckt. Das gucke ich gleich mal. Vielleicht mache ich das noch. So, dann haben wir hier den nächsten. Das heißt wieder so, so, so und so. So. Ja doch, der ist der aber nicht. Doch, da hat er auch eine waagerechte Einheit. Ja, war nicht sichtbar. Okay, dann machen wir das hier. Die beiden wieder vertikal voneinander abhängig. Die beiden auch. Winkel 45.
Winkel 45 und dann können wir die jetzt wieder hier ranziehen. So und so. Hier wieder ein Rechteck. Vertikal. Vertikal. Und so. Ist auch möglich, dass die Teile alle gleich sind. Obwohl, na, so ganz nicht, weil die tragliche ist in der Dicke später. Da ändert sich was. Und deshalb ist es auch gar nicht so einfach, da jetzt den Text reinzudrucken. Das müssen wir hinterher machen, wenn wir die ausgeschnitten haben. Okay, dann machen wir hier weiter wieder so ein Trapezteil. Hier bitte vertikal. Auch vertikal. Ich glaube, Taste A geht da auch, das macht er aber nicht. Okay, 45. Seit einem Update funktionieren die Tastenkommandos nicht mehr so, wie ich es gewöhnt war. Deswegen machen wir hier sehr viel. Ich mache trotz alledem mal oben kurz die Tastenkommandos an. Haben wir die schon vertikal? Ja, das haben wir. Winkel haben wir drin. So und so. Und dann noch ein Rechteck. Vertikal. Hat er nicht gemacht. Vertikal. Hier bitte auch vertikal. Und dann ziehen wir das hier so. Und da auch. So, jetzt haben wir hier einen letzten. Und da müssen wir mal schauen. Könnte man im Prinzip die Seite hier noch mit zu drucken. Genau, das machen wir auch. Also da machen wir auch jetzt so einen Adapter rein. Der geht jetzt immer ein bisschen anders. Der geht so. Dann haben wir den Winkel hier. Das sind natürlich auch 45. Guck, dann bricht man den da so rein. Das wird schon irgendwie zu machen sein. Ja. Nehmen wir den einfach so. Nochmal die Aufsicht. Haben wir den schon vertikal verbunden? Haben wir nicht. Den auch nicht. Das reicht so. Okay, dann schließen wir das und machen jetzt hier eine Aufpolsterung. Und zwar ja, das reicht. Können wir beenden, die Aufpolsterungsfunktion. Und wir machen die Rippen einmal aus. Haben also nur noch die Tragfläche hier. Die ist ja fast unsichtbar jetzt. Ist aber nicht weiter schlimm. Davon machen wir lieber mal von der Haut hier eine Kopie.
Nee, ist dann auch wieder komplett sichtbar. Und dann schneiden wir jetzt. Was schneiden wir? Wir schneiden dieses Objekt hier. Davon mache ich wieder eine Kopie. Davon soll die Haut geschnitten werden. Das machen wir im Part-Modus. Und zwar über diese Funktion auseinanderschneiden. Man sieht hier, er hat zu tun. Und gleich sieht man, ob es geklappt hat. Okay, das sieht gut aus. Da haben wir ganz viele Slices. Was natürlich hier vergessen worden ist, das ist hier oben der Part. Da müsste es ja auch noch so ein Teil geben. Einmal das hier und da vielleicht auch noch sowas. Okay, das mache ich im Nachgang. Muss nicht hier ins Video. Ist nur wichtig, dass ich das später dann noch produziere. Beziehungsweise, das mache ich jetzt mal fix. Ich lasse das schneller laufen, damit ihr nicht so lange warten müsst. Das heißt, ich mache einmal STRG Z. Damit haben wir das wieder rückgängig gemacht. Und jetzt hört er mich nicht mehr und ich mache jetzt eben da auch noch die Sachen hin. Das heißt, die machen wir so. Aufsicht. Da muss jetzt auch noch was gezeichnet werden.
Okay, da sind wir wieder. Da ist der neue Slice erzeugt worden. Den müssen wir jetzt auseinandernehmen. Das heißt, wir gucken, ist das was wir brauchen? Nein, das ist etwas, was wir nicht brauchen. Aber das sieht nicht gut aus. Soll hier wirklich nicht getrennt worden sein? Das wäre jetzt wirklich nicht toll. Schmeiß das erstmal wieder raus. So, was haben wir hier? Den Adapter und die Haut. Wahrscheinlich geht das zu weit. Wir müssen also das ganze Teil hier ein bisschen nach vorne schieben. Und dann wird das klappen. Das heißt, davon mache ich eine Kopie. Hier haben wir immer noch einen Slice drin, sehe ich gerade. Der kann weg. So, da haben wir den hier, den mache ich lieber nochmal neu. Das ist die Haut. Und dann haben wir hier das Teil, davon machen wir eine Kopie. Und dann haben wir die wieder hier. Habe ich die anderen, die machen wir mal aus. Der ist auch aus. Okay. Haut und das Teil. Und damit die Haut hier vernünftig schneiden kann, darf das nicht zu weit hier rausstehen. Dann schneidet er wirklich da nur so kleine Löcher rein. Das heißt, ich gehe auf Modell, Placement, gucken uns das mal in der Ansicht an. Das ist in X-Richtung, in die negative Richtung. Also Position. Da machen wir jetzt mal minus 0,5. Bei 0 liegt es wirklich da drauf, also minus 0,05. So, das müsste eigentlich immer mit der Haut schneiden. Ja. Versuchen wir es. Wie gesagt, da werden wir jetzt gleich wahrscheinlich wieder ein bisschen beschleunigen müssen. Also wir legen nochmal los. Der und bitte auseinanderschneiden. Okay, da haben wir es. Schauen wir mal hier rein. Da haben wir eine Menge Slices. Und das sieht schon besser aus. Da haben wir den. Und da haben wir jetzt die einzelnen kleinen Teile hier. Die müssen natürlich alle weg. Machen wir uns das mal komplett hier sichtbar. Der kommt auch weg. 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 Da scheint es nicht so gut geklappt zu haben, oder ich habe ihn schon wieder rausgenommen. Gucken. Den wollen wir haben, den wollen wir haben.
auch, den auch, den auch, den auch, den auch, den auch, den auch. Den nicht. Auch nicht. So, da haben wir jetzt unsere Teile, die da gedruckt werden müssen. Die werden hinterher alle hier auf dieser Fläche hier gedruckt. Und entweder auf der oder auf dieser, ne? Besser sogar auf dieser, weil die ist auch 100% gerade. Und jetzt müssen wir die noch hier rausholen und das mit einer Nummerierung. Also fangen wir an. Den nennen wir mal. Ich kann den hier umbenennen, aber ich will den ja gar nicht so haben. Obwohl doch, den werden wir hier umbenennen in P1. Dann machen wir direkt davon eine Kopie. Die müsste jetzt hier unten auch mit P1. Die brauchen wir hier nicht umbenennen. So, das ist dann die kommen ja in der richtigen Reihenfolge und dann müssen wir die unten dann umbenennen. Das ist Nummer 2. Der dritte. Der vierte. Okay. Und den hier außen, den mache ich irgendwann mal nochmal neu. Und jetzt haben wir hier unten diese. Das hier wird QP1, nehmen wir das einfach. Querruder Part 2. P3. 4. 5. 7. 8. 10. Und da haben wir Nummer 12. Okay. Die können wir jetzt exportieren. Das müssen wir aber nacheinander machen. Das heißt, Steuerung E. Und dann machen wir das hier auf Vertragfläche. Das ist in Ordnung. Und dann geben wir dem hier einen neuen Ordner. Querruder Deckel. Kopie 1. 2.
Und die kann man jetzt einfach in Cura oder in Idea Maker oder wo auch immer reinholen. Ich mache es jetzt mal mit Idea Maker. Das ist Taste 9. Okay, Steuerung E für Import. Und dann müssen wir uns das richtige Verzeichnis holen. Das ist FreeCAD. Ich weiß nicht, ob es das ist. TF hieß das Ding. Ist doch hier hingekommen. Ach, da ist es doch. TF. So. Querruderdeckel. Und dann haben wir hier QP1. Das muss auf der Fläche hier gedruckt werden. Also wir drehen das Ganze. Kann es aber auch so machen, dass man hier einfach minus 90 Grad eintippt. So, dann können wir Schnitt starten. Das sind jetzt hier Parameter für den tragflächen Druck. Ich denke, ich kann die einfach nutzen. Mit einem Raft macht in dem Fall keinen Sinn. Machen wir mal hiervon Duplikat. Und das nennen wir QR-Deckel fortgeschritten. So, das kann eigentlich alles so bleiben. Wichtig ist Plattformzusätze. Ich weiß nicht, ob Rock jetzt das Richtige ist. Die haben das komisch übersetzt. Schnitt. Vorschau. Sieht doch ganz vernünftig aus. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Füllung ich da genommen habe. Gucken wir mal gerade. 0,4 Gramm, schon leicht genug. Okay, das können wir so drucken. Und wie gesagt, dann macht man weiter. Gehen wir wieder auf Vorschau schließen, den raus und den nächsten rein. Der wird darauf gedruckt. Das heißt, wir müssen das wieder drehen. Und zwar in der grünen Richtung minus 90 Grad. Und Schnitt starten. Und dann nicht vergessen, das auch zu speichern. Das ist dann hier auf lokal exportieren und dann kann ich die Teile halt als G-Code abspeichern. Okay, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Wie gesagt, noch einmal, wenn euch solche Videos interessieren, dann lasst doch gerne ein Abonnement da oder klickt auf die Glocke. Und damit danke für das Zuschauen zu diesem Video. Das Querruder-Video, wie ich das mache mit der Abrundung und da mit den Schlitzen rein, das zeige ich euch in einem zweiten Video. Okay, tschüss.